Moin! Das war's mit Urlaub. Es geht weiter im Text. Wir haben heute so ein paar Sachen auf der Agenda, die wir eben einmal abgearbeitet haben sollten müssen. Nämlich müssen wir über unser Projekt sprechen. Beziehungsweise, das war ja die letzte Abstimmung, die wir gemacht haben. Dann müssen wir einmal über den Vergaser sprechen, der ja zu verlosen war oder ist. Und unser heutiges Thema ist das Pleuel, beziehungsweise Hubzapfen, beziehungsweise Exzenterhubzapfen. Und da das immer zusammengehört, sprechen wir da heute auch drüber. Beziehungsweise zusammen. Ihr versteht schon. Also, wir fangen als erstes eben einmal an mit dem letzten Video aus dieser Reihe, nämlich das Thema Bohrung. Ich hatte euch erklärt, dass wir das Problem hatten, dass irgendeiner versucht hat, diese Abstimmung zu manipulieren. Darüber sprachen wir in dem Rage-Video, das kannst du dir da angucken, falls du das noch nicht gesehen hast. Das letzte Ergebnis ist also nicht 100% ersichtlich. Ich werde jetzt, beziehungsweise ich habe mich für die 102er Bohrung entschieden. Aus bekannten Gründen und weil in den Kommentaren zu dem Zylinder-Bohrungsvideo dementsprechend da die meisten auf der 102er Seite waren. Und deswegen wird unsere Bohrung 102 werden. Heute sprechen wir über das Pleuel, beziehungsweise vielmehr um den Hubzapfen bzw. Exzenterhubzapfen, den wir brauchen, um den Hub zu erhöhen oder zu vergrößern oder wie auch immer man das nennen möchte. Also ich habe hier mal eben eine Kurbelwelle hingestellt, um das so ein bisschen zu verbildlichen, weil das hier ist ein Pleuel der EXC. Das nehme ich aber deswegen, weil ich das ausgepresst hier liegen habe, um das zu verbildlichen, was ich sagen möchte. Wir müssen jetzt ganz vorne anfangen. Das Pleuel ist die Verbindung zwischen Kolben und Kurbelwelle bzw. Pleuel in Verbindung mit dem Zapfen, Hubzapfen. Hubzapfen deswegen, weil das Ding quasi durch diesen Versatz zum Mittelpunkt bzw. zum Drehpunkt von der Kurbelwelle versetzt ist und somit quasi den Hub dadurch definiert, wo der platziert ist. Das bedeutet, wenn man dieses Pleuel länger machen würde, also das ist jetzt lang ungefähr 20 müssten das sein, spielt eigentlich keine Rolle, aber ja, gutes Augenmaß, ne? Knappe 20, irgendwie was um 20. Wenn man dieses Pleuel jetzt um 10 cm verlängern würde, würde sich der Hub von in dem Falle 76 mm nicht vergrößern. Der Drehpunkt und der Hubpunkt bleibt immer der gleiche. Da kommt nämlich gleich der Exzenterhubzapfen ins Spiel, da sprechen wir aber dann drüber. Nur, dass wir das eben einmal verstanden haben, was das macht. Also dieser ist quasi der Verbindungspunkt des Pleuels an der Kurbelwelle und das Pleuel ist quasi der Kraftschluss zwischen Kolben und Kurbelwelle und überträgt einmal die Kreisbewegung, die Kurbelbewegung und die Kraft dementsprechend auf die Kurbelwelle. Nur, dass wir das eben einmal als kleine Info vorweg haben. Wie wir gerade gelernt haben, spielt es überhaupt gar keine Rolle, wie lang wir dieses Pleuel machen. Der Hub von XY Millimetern ist vorgegeben durch den Versatz auf der Kurbelwelle. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir denn einen größeren Hubraum bzw. einen größeren Hub in diesen Motor, wenn eben sich das nicht ändern lässt. Da kommt der sogenannte Exzenterhubzapfen oder exzentrischer Hubzapfen ins Spiel. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe so einen leider nicht da, aber ich werde euch jetzt mal eben hier ein Bild einblenden. Da zwischen meinen Fingern. Wie ihr gerade gesehen habt, ist da dann dementsprechend ein Versatz. Aber wir sind ja sowas von scheiße professionell geworden. Wir haben jetzt sogar so ein Whiteboard, wo wir drauf malen können. Also, der Standard-Hubzapfen haben wir ja gerade gelernt. Sieht so aus. Und ein exzentrischer Hubzapfen hat quasi, ich werde das jetzt mal ein bisschen übertreiben, da so eine Delle drin. Also übertrieben gezeichnet sieht das Ganze dann so aus, wo dieser Hubpunkt, also exzentrisch außermittig versetzt wird. Ich hoffe, ihr versteht das. Sodass sich dementsprechend in Millimeter OT, oberer Todpunkt, und in Richtung Millimeter UT, also unterer Todpunkt, der Hub vergrößert bzw. verändert.
Verkleinern kann man ihn dadurch, glaube ich, nicht. Wenn wir den Exzenterhubzapfen bzw. einen exzentrischen Hubzapfen von 1 mm haben, dann bedeutet das, dass der Hub in Summe sich um 2 mm ändert, sprich um 2 mm größer wird. 1 mm plus im OT, 1 mm plus im UT. Das heißt, bei einem 1 mm exzentrischen Hubzapfen oder Exzenterhubzapfen mit 1 mm im Falle einer 640 LC4 wandert dann der Hub bzw. ändert sich der Hub dann von 78 mm auf 80 mm. Das Ganze kann man theoretisch immer so weiterspinnen, unter Anbetracht der Tatsache, dass das sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Nur wir haben gelernt, beziehungsweise wir merken uns, wenn 2 mm dazukommen, dann hat man die sowohl im OT als auch im UT und sind dann dementsprechend bei 2 mm Hubzapfen sind das dann dementsprechend von 78 auf 82 mm Hub und immer so weiter, wenn ich jetzt keinen Denkfehler hatte. Schön, dann hätten wir das ja schon mal wieder gelernt. Wie ich gerade schon angerissen habe, hat das sowohl Vor- als auch Nachteile. Einer der Vorteile ist, dass dementsprechend sich der Hubraum vergrößert. 102 mm Bohrung auf 80 mm Hub ist wie bei der 660 dann dementsprechend 654, irgendwas Kubik und dementsprechend plus 15 Kubik wären es dann, glaube ich, sind wir dann in Summe bei knapp 670 Kubik, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei 102 mm auf 82 mm Hub. Und das wären auch die beiden Hübe, die ich für dieses Projekt ansetzen würde. Ist beides zu realisieren, hat aber beides auch wieder Vor- bzw. Nachteile. Darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Nur, dass ihr jetzt schon mal wisst, euren Favoriten schreibt ihr dementsprechend dann natürlich wieder in die Kommentare. Hatte ich ja in dem Video schon erklärt, warum wir jetzt die Kommentare nehmen, um da abzustimmen. Komme ich aber am Ende nochmal drauf zu sprechen, nur dass ihr schon mal gehört habt, dass ihr bitte in die Kommentare schreibt. So, kommen wir dann auch gleich zu den Vor- und Nachteilen von dem erhöhten Hub und gleichzeitig vergrößerten Hubraum, nämlich Numero Uno, ganz an oberster Stelle, und das ist ja auch unser Ziel, Leistungszuwachs und Drehmomentzuwachs, und zwar nicht unerheblich. Das macht maßgeblich dann die Musik, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein größerer Hub ist immer unausweichlich in unseren Kreisen hier, wenn es um die Leistung gehen soll. Da kannst du Kopf bearbeiten, wie du willst, bis zum Get-No kannst du solche Kanäle machen. Wenn du dementsprechend den Hub nicht passend zu dem Ganzen wählst, dann bringt das am Ende nichts. Das ist Vorteil Numero Uno. Und es gibt noch so 1, 2 andere Vorteile, die das mit sich bringt, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, denn wir müssen auch über die Nachteile von diesem Ganzen sprechen, nämlich in puncto Haltbarkeit. Ein sehr guter Freund von mir, schöne Grüße an Daniel, falls er die Videos guckt, das weiß ich nicht. Der ist stuckadierter Maschinenbauingenieur und den habe ich da mal drauf angesetzt, diese Rechnung für mich zu machen, was ich euch jetzt erklären möchte, weil ich hier keinen Scheiß erzählen wollte. Quintessenz von dem Ganzen war also die Belastung aufs untere Pleuellager. Auf das hier quasi, ich hoffe, ihr könnt euch das bildlich hierzu vorstellen, ist, also ich lese euch das jetzt einfach vor, das macht es einfacher, damit da nicht irgendwelche Missverständnisse entstehen. Er schrieb, also unter der Annahme, dass die Verdichtung vom Motor immer gleich ist, entsteht mit Exzenter-Hubzapfen erhöhte Kräfte auf das Pleuel. Das entsteht zum einen aus erhöhten Kolbenkräften, welche aus den höheren oszillierenden Masse entstehen, und zum anderen durch die größeren Winkel, den das Pleuel macht, wenn der Kolben sich mittig zwischen OT und UT befindet. Wie viel mehr das ist, müsste man wirklich an einem expliziten Beispiel durchrechnen. Vom Gefühl her wird es sich aber in Grenzen halten, also zu vernachlässigen. Und jetzt kommen wir zu der Kolbengeschwindigkeit. Ich weiß noch die Prozentzahlen, aber ich weiß nicht mehr, von welcher Drehzahl wir ausgegangen sind. Bitte. Die Kolbengeschwindigkeit bei 7000 Umdrehungen sind 20,8 Meter pro Sekunde bei 78 mm Hub. Wenn wir jetzt von 78 auf 80 mm Hub vergrößern oder ändern, sind wir bei 2,5% mehr Kolbengeschwindigkeit, und von 78 auf 82 mm Hub
sind wir bei 5,1% mehr Kolbengeschwindigkeit. Das bedeutet, dass das unser Hauptangriffspunkt ist, um in puncto Haltbarkeit wieder auf ein Normalmaß zu kommen, nämlich indem wir dann zwangsläufig die Motordrehzahl begrenzen. Der Motor soll, den wir hier gerade bauen, das meiste Drehmoment und die meiste Leistung irgendwie zwischen 5.500 und 7.000 Umdrehungen haben. Das heißt, wir brauchen an diese 8.000 Umdrehungen gar nicht mehr randrehen und dementsprechend werden wir dann auch in irgendeiner Art und Weise, da werde ich mir noch was zu überlegen, dementsprechend die Drehzahl dann begrenzen für den Motor. Es wird wahrscheinlich auf eine elektronische Lösung hinauslaufen. Ich spreche gerade mit jemandem über Ignitech CDIs, wo man sowas ganz einfach umsetzen könnte und die sind auch nicht dementsprechend so massiv teuer, dass man das als Gedankengang verwerfen müsste. Ich hoffe, dass das nicht zu verwirrend war. Also mein Ingenieur, so sage ich es jetzt mal, ist der Meinung, dass man die Kräfte aus unterer Pleuel vernachlässigen kann. Wir können ja dementsprechend verstärken, Silberlager und. Wir müssen halt nur die Kolbengeschwindigkeit im Auge behalten, weil die irgendwo ab 23 Meter pro Sekunde dementsprechend kritisch wird. Ich vertraue dem CP 100%. Ich würde dem auch 25 Meter zutrauen. Nur müssen wir das ja nicht ausreizen bis zum Get-No, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil 25 Meter pro Sekunde ist verdammt schnell. Das ist richtig schnell. Kurze Zusammenfassung von dem, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, was ein Exzenterhubzapfen macht, durch den Versatz des Pleuels den Hubraum zu verändern. Wir haben gelernt, dass die Kolbengeschwindigkeit und die Belastung auf das untere Pleuel sich erhöht, aber dass wir auch einen krassen Leistungszuwachs haben werden. Das ist einfach Fakt, das hat die Vergangenheit gezeigt und jetzt ist es wieder an euch zu entscheiden, welcher Hub es werden soll. Also ich wäre nach wie vor bei 82 mm Hub. Das werde ich dementsprechend dann auch direkt unten kommentieren. Wenn ihr meiner Meinung seid, könnt ihr dann dementsprechend auch das dazu schreiben. Dann schreibt ihr am besten Hashtag Exzenterhubzapfen, dann dementsprechend 1 oder 2 mm dann unten rein. Ich werde euch das nochmal in die Videobeschreibung schreiben, damit es da keine Missverständnisse gibt. Also 2 mm Exzenterhubzapfen bedeutet 82 mm Hub und 1 mm Exzenterhubzapfen bedeutet 2 mm mehr Hub. Sprich 80 oder 82 mm Hub. Darauf sollten wir uns, glaube ich, so ein bisschen verständigen. Das wäre das Vernünftigste. Man kann natürlich auch 84 und so weiter machen, aber das würde ja auch hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Supidupi. Ich denke, dass ich alles gesagt habe, dass ich hier nicht durcheinander gekommen bin, weil auch das wieder relativ kompliziert ist und ihr wisst ja, das auf verständlich zusammenzuschieben, sodass es jeder versteht, um was es hier gerade geht. Das ist ja halt die Kunst hier an der Geschichte. Schön, hätten wir das. Kommen wir zur Vergaserverlosung. Also wer das nicht mitbekommen hat, das Video kannst du dir da noch angucken. Es ging darum, ich habe einen Fake-Vergaser aus China bestellt. Den haben wir zerlegt und uns angeguckt. Und einer von den glücklichen Zuschauern oder Followern oder einer aus der Community konnte den dann dementsprechend gewinnen. Unter Anbetracht der Tatsache, dass der Mensch Hashtag gib mir den Kaihin in die Kommentare schreibt, hat der oder diejenige, welche die Möglichkeit, das Ganze dann für uns, für die Community zu testen, ob der funktioniert. Und ich werde jetzt dann mal eben einmal hier, wie immer, den Random Comment Picker nutzen, um das Ganze fair einmal auszulosen. Ich werde euch das Ganze hier dann natürlich wieder einblenden. Und gewonnen hat Olli Lang. Der schrieb, würde bei mir auf der ersten 640 den Dell'Otto PRM ersetzen und es hätte ja keinen besseren treffen können. Olli, melde dich bei mir, am besten bei Instagram, schreib mir deine Daten, dann werde ich dir den Vergaser sehr gerne zuschicken und dann können wir hier zusammen dann mal rausfinden, ob die Vergaser tatsächlich funktionieren und ob das vielleicht in Zukunft für euch eine Alternative ist, statt 600 € da sonst wofür zu bezahlen. Ja, was soll ich sagen, Jungs? Dann war es das schon wieder für heute mit dem Video. Dann sind wir damit durch. Alles angesprochen, was ich in diesem Video ansprechen wollte. Außer, dass ich hier noch gerne eben einmal auf meinen Shop aufmerksam machen wollte. Ich denke, so ein bisschen Eigenwerbung könnt ihr mir zugestehen. Ich glaube, dass ich das da verlinken kann. Ich habe den Shop ein bisschen aufgeräumt, umstrukturiert. Es kommen die Tage die ersten Merch-Produkte, so nenne ich es jetzt mal, in den Shop. Da könnt ihr vielleicht, wenn ihr Bock habt, zwischendurch mal reingucken. Ich werde auch auf Instagram dementsprechend ein bisschen Welle dann machen. Ich habe mir da was überlegt, nicht diesen 0815 Scheiß wie alle anderen das machen, sondern richtig coole Sachen.
in meiner Welt coole Sachen, nett Design von mir. Da habe ich eine Menge Arbeit reingesteckt und ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal reinguckt. Auch wenn ihr nichts kauft, wenigstens ein bisschen Traffic da machen, damit Google merkt, dass da was passiert. Da würde ich mich sehr freuen. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mir ein Like da lasst für dieses Video. So ein bisschen Call to Action muss auch mal sein. Und dann wäre ich höchst zufrieden. Ey, vielen Dank fürs Einschalten. Das soll es dann für heute tatsächlich gewesen sein. Da oben kannst du dir ein Video angucken, was ich dir noch vorschlage. Eines der letzten, da haben wir über den RebuildCoin gesprochen, solltest du dir unbedingt angucken. Da unten kannst du dir noch ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Und da drüben kannst du abonnieren, falls du das vorhin noch nicht gemacht haben solltest. Schönen Dank. Macht mir enorm viel Spaß mit euch. Schön kommentieren, welcher Hub. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.